Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer Datenstrukturen- und Algorithmenreihe. Ich habe es diesmal andersrum gesagt, ne? Okay, heute wollen wir den Dijkstra-Algorithmus selbst in Python implementieren. Und ja, das ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Das heißt, holt euch einen Tee oder sowas, das wird eine Weile gehen. Wir müssen nämlich auch den Graphen neu implementieren, weil der Dijkstra-Algorithmus benutzt Gewichte. Und Gewichte sind nicht direkt zumindest in unserem anderen Graphen drin. Das heißt, wir müssen das Ganze noch ein bisschen machen, ist aber kein Problem, das kriegen wir hin. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an und zwar bauen wir uns einen Graphen. Und zwar importiere ich dazu mal wieder von Collections einmal DQ und einmal Named Tuple. Und das Named Tuple, das wird unsere Kante werden, denn eine Kante ist in unserem Fall ein Named Tuple. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie ich mir das vorstelle. Edge, also für Kante, das ist quasi eine eigene Klasse sozusagen fast. Named Tuple, und zwar nennen wir die Kante und jede Kante besteht aus einem Startknoten, einem Endknoten und den Kosten. Ja, so ist das einfach definiert und wir speichern uns das jetzt hier rein und bauen uns eine Funktion create edge. So, und die hat natürlich einen Startknoten, einen Endknoten und Kosten. Und baut uns dann sozusagen eine Edge, das können wir hiermit machen. Und das ist jetzt ein Named Tuple aus Start, Ende und den Kosten. So, und so dachte ich, könnten wir uns die Kanten hier in diesem Fall jetzt ganz gut vorstellen. Dazu müssen wir allerdings natürlich jetzt noch unseren Graph ein bisschen umbauen. Das heißt, Class Graph müssen wir uns jetzt anders vorstellen. Und zwar folgendermaßen. Wir schreiben uns selbstverständlich wieder einen Konstruktor, der wiederum, im Konstruktor natürlich einen Haufen Kanten mitbekommt. In diesem Fall jetzt, das heißt, wir müssen die nicht alle später komplett selbst generieren, diese Kanten, sondern ja, wir bauen sie einfach direkt in den Konstruktor ein, was man ja normalerweise auch tun sollte. Und sagen jetzt hier self.edges, .edges. Und hier seht ihr jetzt, so kann man einen Graphen auch ein bisschen komplexer machen, ein bisschen mächtiger machen. Nicht so eine sparsame Struktur, wie wir das letztes Mal gemacht haben. Wir bauen hier uns quasi diese Edge dazu. Und zwar aus den Edges. Das heißt, wir entpacken hier erstmal, beziehungsweise halt for in Edges. Ja? Das heißt, wir packen die alle aus. Das heißt, wir haben hier drin dann quasi also stellt euch das Ganze so vor, wir rufen das am Ende folgendermaßen auf. Ich baue das gerade mal hier, glaube ich. Und dann sieht man das auch schön. Und zwar, ja, wir sagen hier erstmal if name, Bodenstrich, name, Bodenstrich ist gleich main. Ups, so. Dann bauen wir uns den Graph. Und den Graph, den können wir jetzt so bauen, wie wir das gerne hätten, nämlich auch mit benannten Kanten, ja. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nur Zahlen haben, so wie wir das bisher haben mussten tatsächlich, sondern in unserem Fall geht das jetzt anders und zwar einfacher. Und zwar sagen wir hier, wir haben hier einfach Kanten drin und ja, wir machen die jetzt einfach folgendermaßen. Wir haben Kanten von A auf B und lasst uns da vielleicht tatsächlich diesen Graphen von letzten Video nachmodellieren. Ich habe das hier mal abfotografiert sozusagen, damit wir das alles mal machen können. Okay, also ich schiebe das jetzt mal hier auf den zweiten Bildschirm und wir bauen uns jetzt von A auf B, achso, ja richtig, da haben wir eine Kante mit Kosten 2 gehabt, dann das nächste und jetzt können wir das eigentlich so quasi weiter tippen. Ich mache das mal für euch, dann müsst ihr das hier nicht alles selber abtippen. So, das hier wäre der Graph aus dem letzten Video. Also wir haben Kanten hier in dieser Form. Das ist einfach nur eine Liste an Kanten. Jetzt müssen wir natürlich hier erstmal rausfinden, wie zur Hölle bekommen wir denn da eigentlich unsere Kanten rausgelesen? Wie bekommen wir eigentlich wie bekommen wir alles rausgelesen? Und das müssen wir jetzt noch hier in der Klasse für die Edges machen, für die Graphen machen, denn das ist natürlich wichtig, ja. So, okay. Also das heißt, wir wollen zunächst einmal die Vertices auslesen, und die bekommen wir, indem wir hier einfach was returnen, und zwar, so, und jetzt benutzen wir hier schon unsere erste Datenstruktur, die ihr hoffentlich noch kennt, und zwar das Set. Das Set ist wunderbar geeignet dazu, denn jede Kante kann natürlich, also ich kann zum Beispiel von A auf B gehen, von A auf C gehen und so weiter und so fort. Und wir wollen ja nur wirklich A einmal als Knoten haben. Das heißt, was wir hier nicht wollen ist, wir wollen nicht A mehrfach drin haben.
Und ja, deswegen benutzen wir hier ein Set, weil Sets haben die Eigenschaft, dass jedes Element unique ist. Okay, also dann bauen wir hier uns die. Wir nehmen hier einfach die Kante wieder mal, also wir lesen quasi alle Startkanten erstmal aus, also quasi alle, die vorne stehen, A, B, B, B und so weiter und so fort. Lesen wir die Startkanten aus, form E in self.edges. Und dann fügen wir in dieses Set noch gleichzeitig mehr hinzu, indem wir Punkt Union ausführen. Union heißt vereinigen, das haben wir schon kennengelernt. Das vereinigt uns quasi mehrere Mengen. Und ja, da jedes Element nur einmal vorkommen kann, können wir da einfach völlig gefahrlos sagen, wir wollen hier auch noch die anderen Kanten drin haben. Das heißt E.end, ja, weil wir gesagt haben, wir benutzen auch noch das Ende. For E in self.edges. So, wunderbar. Und damit haben wir quasi zwei Sets erstellt. Also das erstellt uns erstmal ein Set und dann erstellt uns das noch ein Set und dann schmeißen wir die beiden in dasselbe Set und schmeißen die doppelten natürlich raus. Ja, und damit haben wir es quasi schon. Damit können wir das direkt zurückgeben. So, und ja, jetzt probieren wir einfach mal Folgendes aus. Was passiert denn, wenn wir hier unseren Graphen also den Dijkstra laufen lassen, auf unserem Graphen g oder graph.dijkstra. Habe ich es richtig geschrieben? Ich glaube schon. So, wir brauchen selbstverständlich den Startpunkt, das muss unser A sein, und unseren Endpunkt, das ist unser, lasst mich nachgucken, unser I meine ich, nee, unser J müsste es sein. Unser J ist es und wir wollen natürlich wissen, wie ist denn eigentlich der Pfad dahin? So, dazu schreiben wir uns jetzt hier mal den Dijkstra-Algorithmus. Das heißt, jetzt geht es richtig los mit dem Dijkstra-Algorithmus. Allerdings müssen wir natürlich hin und wieder noch ein bisschen was ergänzen, weil wir hier sonst Methoden haben, die, naja, oder Methoden eben nicht haben, die wir dringend brauchen. So, wir brauchen Self, selbstverständlich. Wir brauchen aber auch gleichzeitig Source und Destination. Damit wir wissen, wo wir anfangen und wo wir hinwollen. Denn der Dijkstra-Algorithmus gibt euch ja den Pfad aus. Eigentlich gibt er nicht mal unbedingt die Kosten aus, sondern den Pfad. Aber wir können natürlich programmieren, dass das beides funktioniert. Okay. So, wie wir es gelernt haben, wir fangen einfach an, indem wir die Distances auf unendlich setzen für alles. Da wir aber unendlich nicht unbedingt zur Verfügung haben in der Programmierung, sagen wir hier, wir wollen selbstverständlich ein Dictionary haben. Das heißt, wir wollen hier zum Beispiel drinstehen haben A.0. Ja, das ist das, was wir da drinstehen haben wollen. Und ja, jetzt sagen wir hier natürlich nicht A.0, sondern wir sagen erstmal, okay, jeder Vertex ist unendlich lang, beziehungsweise wir können das auch abkürzen, indem wir sagen, jedes V, also jeder Knoten, hat unendliche Entfernung. Das heißt, wir müssen hier allerdings noch sys.maxint importieren, maxint, damit wir hier überhaupt auf die größte Zahl zugreifen können. Ach ja, wobei, das gibt es ja gar nicht mehr. Egal, dann nehmen wir einfach float von Infinity. Ja, das geht genauso. Dann haben wir hier quasi einfach unendlich gesetzt. Und zwar für jeden einzelnen Knoten v in self.vertices. Also für die Knoten sozusagen. Jeden einzelnen Knoten. Okay, wunderbar. Dementsprechend sagen wir jetzt hier auch natürlich, okay, wir brauchen aber auch einen Vorgänger. Also wir brauchen sozusagen, wir müssen backtracken können von unserem J, damit wir irgendwann mal wieder beim Ursprung landen. Und zwar den kürzesten Weg. Wir müssen das erstmal aufbauen, sozusagen, die ganzen Distanzen, und müssen uns dann merken, wie wir da hingekommen sind. Und deswegen hat jeder Knoten einen Vorgänger, denn wir können nicht in den Knoten selbst die Nachfolger speichern, weil die kennen wir ja noch nicht ganz. Wir iterieren da ja greedy durch, das heißt, wir kennen nicht die Knoten, die nach unserem Knoten kommen. Das kann sich jederzeit ändern. Und ja, das immer abzudaten ist heftig, deswegen macht man das normalerweise mit Backtracking. Und deswegen speichert man sich einfach den Pref, den Previous oder Pref V, den vorigen Knoten. So, und den setzen wir am Anfang einfach mal auf, ups, das wollte ich nicht, am Anfang einfach mal auf V Doppelpunkt, also das ist auch einfach ein Dictionary, auf None. Und zwar für V in self.vertices. Cool, damit haben wir das. Jetzt können wir hier weitermachen und fangen natürlich an mit unserem Algorithmus. Das heißt, das war jetzt erstmal der Setup, da haben wir dann quasi alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir hier allerdings noch die ganze Berechnung durchführen. Und die Berechnung, die machen wir oder fangen wir an, indem wir hier Distances von Source, also von zum Beispiel A, weil wir es ja mit A aufgerufen haben, hier der Dijkstra wird mit A aufgerufen, das heißt Source ist A, ja. Also Distances von A wird auf 0 gesetzt. Denn da fangen wir an, da haben wir keine Kosten hin, das ist unser Startknoten. Und
Anschließend machen wir Folgendes, das ist ein kleiner Trick, damit wir nicht aus Versehen unsere Knoten überschreiben. Wir sagen hier Vertices ist gleich nicht Self.Vertices, Achtung, sondern nur die normalen Knoten definieren wir einfach neu und zwar als echte Kopie von unseren Vertices, also von unseren Knoten. Und zwar als echte Kopie, das heißt wir kopieren einfach alle Knoten da drin. Das machen wir, damit wir nicht aus Versehen, wenn wir was löschen oder sowas oder markieren oder sonst irgendwas damit machen, damit wir nicht aus Versehen hier einen Knoten in unserem echten Graphen aus Versehen löschen. So, und wir führen jetzt nämlich den ganzen Algorithmus so lange aus, bis in Vertices nichts mehr drin steht. Denn dann sind wir fertig, dann haben wir quasi jeden Knoten fertig betrachtet. Okay, das heißt, while len von Vertices ist größer als 0, so lange wollen wir diesen Algorithmus durchführen. Also solange eben hier noch ein Knoten vorhanden ist. So, jetzt brauchen wir ein i, also einen Knoten, mit dem wir gerade arbeiten. Wobei, lasst ihn uns, weil es ein Knoten ist, einfach v nennen. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, Python stellt euch eine wunderbare Methode zur Verfügung, die nennt sich min, oder es ist eigentlich eine Funktion. Und zwar ist die sogar built-in, das heißt, wir sagen hier zunächst einmal, man sieht es hier auch ganz klein, sorry, das kann ich leider nicht größer stellen für euch. Und zwar, man muss zuerst ein Iterable angeben, das heißt eine Liste oder irgendwas, was durchlaufbar ist. Ein Set funktioniert genauso, also zum Beispiel hier auch diese Vertices. Und ja, dann haben wir quasi hier die Möglichkeit, also sagen wir hier Vertices, wir laufen da durch und sagen hier, wir führen auf jedem Objekt in diesen Vertices hier, also da drin, führen wir etwas aus. Und zwar u für Knoten 2 sozusagen, auf Distances von u wird das gemappt. Damit sagen wir, wir nehmen den Knoten aus u raus und gucken, also wir stellen uns quasi eine Liste zusammen mit allen Distanzen aus, die wir hier oben quasi gesetzt haben. Die sind für die meisten Knoten einfach nur unendlich groß, weil wir die noch nicht angefasst haben. Aber für den ersten Knoten im ersten Durchlauf, also für Source, haben wir hier die Distanz 0 gesetzt. Und jetzt relaxieren wir von dort aus. Das heißt, wir nehmen den Knoten Source oder den nächsten Knoten oder einfach irgendeinen Knoten und wir bauen uns quasi die Distance für diesen Knoten neu. Das heißt, und ja, wir haben jetzt noch eine Abbruchbedingung hier, die wir einbauen müssen. Distances von v, wenn das gleich inf ist, also float von inf, wenn das unendlich ist, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir hier abbrechen, denn ansonsten schmiert uns das ganze Programm ab. Dann haben wir einen Graphen, der nicht zusammenhängend ist. Das kann durchaus vorkommen. Stellt euch mal folgende Situation hier vor, wenn ich jetzt das hier mal nehme. Wenn wir hier diese zwei, also das Ding hier und das hier nicht gehabt hätten, dann hätten wir keinen zusammenhängenden Graph gehabt. Wenn wir dann von dieser 0, also von unserem a, auf unser j wollen, haben wir keine Möglichkeit dahin zu kommen. Das heißt, die Entfernung ist tatsächlich unendlich. Ja? Das heißt, es ist einfach nicht möglich, dorthin zu kommen. Und ja, in unserem Fall ist das aber hoffentlich nicht so, weil wir haben ja einen Graphen, der zusammenhängend ist. Das heißt, dieser Fall sollte nicht eintreten, aber wir müssen ihn trotzdem bedenken natürlich. Okay, so und jetzt erleichtern wir uns diese Aufgabe hier ein bisschen, damit wir nicht alles in dieser Dijkstra-Funktion drin haben und schreiben hier get neighbor, schreibt sich das so? Ich glaube, das schreibt sich zumindest in British English, schreibt sich das, glaube ich, so. Und zwar für Knoten v. Wir wollen jetzt sozusagen die Nachbarn für den Knoten v hier uns rausholen. Das heißt, hier oben sagen wir erstmal neighbors ist eigentlich Plural, müssen ja mehrere sein oder können mehrere sein zumindest, ist gleich erstmal leere Liste. Ja? Aber nee, lasst uns das als Dictionary modellieren auch wieder natürlich, weil wir hier natürlich den Knoten, beziehungsweise nee, eigentlich brauchen wir das nicht. Das habe ich schon richtig mir überlegt gehabt. So, und jetzt gehen wir hier einfach her und sagen uns, okay, wir gehen durch alle Kanten durch Self.Edges, for e in Self.Edges, also für jede Kante, die wir verfügbar haben. Wenn diese Kante e, also if e, .start ist gleich v, aber nur dann fügen wir das Ding in Neighbors ein. Neighbors.append und da wollen wir natürlich e einfügen, beziehungsweise genauer genommen wollen wir e.end einfügen und
Wir machen das als Tupel, das heißt, wir fügen gleich 2 Werte ein. Wir wollen natürlich nicht nur den Endpunkt einfügen, sondern wir wollen auch noch zusätzlich die Kosten einfügen. So, okay. Und dann wissen wir sozusagen, wie teuer ist es, von unserem aktuellen Knoten zu einem Nachbarknoten zu gehen. Und das geben wir jetzt hier zurück. Return Neighbors. Wunderbar. Und ja, das können wir jetzt hier drin benutzen. Wo waren wir denn? Hier unten. Und jetzt gehen wir einfach jeden einzelnen Nachbarn durch. Das heißt, hier drin, also wir haben ja mehrere Nachbarn, vor n, ich nenne es jetzt einfach mal n für Nachbar und c für Kosten, beziehungsweise lasst mich es ausschreiben, für Neighbor und Cost in self.getNeighbor von unserem aktuellen Knoten, was natürlich v ist, wollen wir da durchgehen. Es können, wie gesagt, mehrere Nachbarn sein. Also von a können wir auf b und von a können wir auf c, okay? Das heißt, jeder dieser Knoten muss quasi wie bei einer Breitensuche da hinzugefügt werden. Also, ja, wie berechnen wir denn jetzt die Kosten zu diesem Knoten? Naja, ganz einfach. Wir nehmen die Kosten zu unserem aktuellen Knoten, also zu v, und rechnen die Kosten, die wir hier haben, zu dem aktuellen Knoten dazu. Das heißt, wir sagen hier root, oder eigentlich ist es ein Path. Path ist gleich. Und ja, jetzt gehen wir hier einfach her und berechnen uns die Kosten. Das heißt, Distances von unserem aktuellen Knoten v plus die Kosten, die uns die While-Schleife gibt, die For-Schleife gibt. Und dann, falls diese Kosten von unserem Pfad wirklich günstiger sind, also Path-Kosten nennen wir das hier lieber mal, falls diese Pfadkosten über diesen Knoten, den wir gerade in der Hand haben, über v günstiger sind, aktualisieren wir die Distances von unserem Knoten. Das heißt, Distances von unserem Neighbor, die werden jetzt neu gesetzt, und zwar auf die Path-Cost, aber nur, wenn auch wirklich das kleiner ist. Das heißt, Path-Cost muss kleiner sein als Distances von dem aktuellen Neighbor, denn ansonsten darf man es nicht aktualisieren. Das war das, was ich letztes Mal illustriert hatte mit diesen roten Gleichungen immer. Also quasi, dass das eine kleiner ist als das andere. Wenn das so ist, dann wollen wir das natürlich aktualisieren. Und ja, dann müssen wir aber auch natürlich die Brefs aktualisieren, also Bref von v. Das heißt, von unserem Neighbor, der Vorgänger, das ist jetzt unser jetziger Knoten. Ansonsten natürlich nicht. Aber wenn wir das aktualisieren, dann, also wenn wir quasi wirklich einen günstigeren Pfad gefunden haben, dann ist es unser jetziger Knoten, der hier wirklich günstiger ist. Und dementsprechend machen wir das natürlich für jede einzelne Kante. Das heißt, alle Kanten werden aktualisiert, falls sie denn günstiger sind. Und das machen wir, solange unsere Knoten vorhanden sind. Naja gut, aber welchen Knoten nehmen wir denn als nächstes? Naja, wir haben ja immer hier das Minimum rausgewählt. Was wir jetzt allerdings noch machen müssen, ist, wir müssen aus diesen Vertices hier, müssen wir unser v entfernen. Das heißt, wir gehen hierher tatsächlich, hier oben können wir das schon machen, und sagen Vertices.remove v, damit das Ding eben nicht mehr drin steht. Weil ansonsten könnte es ja sein, dass wir das mehrfach nehmen. Und zwar, das wäre ziemlich wahrscheinlich, dann würden wir einfach immer mit dem Source-Knoten arbeiten, weil der natürlich immer der günstigste ist. Dann würde uns das Minimum hier immer den Source-Knoten geben und wir würden niemals weiterkommen. Aber in unserem Fall, naja, so passt das. Cool. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und bedenkt, dass wir jetzt gerade wirklich Dijkstra für den kompletten Graphen berechnet haben. Also auch wenn ihr von A nach B wollt, was ja wirklich easy wäre, müsst ihr den Dijkstra-Algorithmus erstmal, zumindest mit dieser Implementierung, für den kompletten Graphen laufen lassen. Weil ihr wisst natürlich nicht, ob ihr rein zufällig irgendwann mal eine günstigere Route entdeckt, als die ihr bisher hattet. Das heißt, ihr müsst ihn wirklich durchlaufen lassen. Ihr könnt nicht vorher irgendwie abbrechen. Okay, aber lasst uns hier weitermachen. Wir definieren uns erstmal unseren Pfad als eine Liste aus Knoten sozusagen. Und so, in diesen Path schreiben wir jetzt einfach nur rein, quasi, wie wir da hinkommen. Dazu müssen wir ein kleines bisschen tricksen, weil wir haben ja nicht die direkten Nachbarn, sondern nur die Vorgänger. Aber das machen wir, das ist überhaupt kein Problem. Und zwar sagen wir jetzt hier einfach, wir brauchen noch ein Kur-V, ja, damit wir quasi rückwärts gehen können. Also wir backtracken das jetzt alles wieder mit diesem Kur-V zurück. Und dieser Kur-V ist unsere Destination, ja, also das Ding hier. Und von dem gehen wir jetzt zurück. Das heißt, wir nehmen den Vorgänger von der Destination, den Vorgänger vom Vorgänger von der Destination, bis wir irgendwann mal wieder dort sind. Das heißt, wir gucken jetzt, ob BrefV von CurV, also ob überhaupt ein Vorgänger von dem aktuellen Knoten existiert.
Und ja, falls ja, machen wir was. Wir machen das quasi so lange, bis das Ding hier nicht none ist. Weil die Dinger wurden mit none initialisiert, also mit keinem Vorgänger. Und solange wir einen Vorgänger haben, können wir was hinzufügen. Und ja, das machen wir jetzt einfach hier, indem wir sagen path.insert und wir sagen jetzt hier einfach, jo, bitte anstelle 0, also ganz nach links, jedes Mal, packen wir doch da bitte mein curv rein. So, und ja, dann haben wir den Pfad quasi drin und wir schmeißen sozusagen die Destination erstmal, naja, anstelle 0 rein. Es gibt ja nichts anderes. Okay, das heißt, wir packen das da in den Path rein und dann gehen wir her und sagen, curv ist einfach der Vorgänger, also bref-v von curv. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja eigentlich den Vorgänger schon gewählt. Und anschließend müssen wir nur noch einmal den letzten Vorgänger hier einfügen. Das bedeutet, wir sagen hier path.insert 0, curv. Ein letztes Mal sozusagen, nachdem diese Schleife fertig ist, denn wir wollen ja den auch noch einfügen. Und dann können wir eigentlich hier den Pfad zurückgeben, indem wir hier return path machen. Und wenn wir das jetzt ausgeben, dann sieht das erstmal wahrscheinlich folgendermaßen aus. Genau. Dann haben wir hier einen kleinen Fehler, weil ich irgendwas wieder mal verbockt habe, weil ich es falsch abgeschrieben habe. Also ich habe quasi natürlich den Code schon vorgefertigt, aber ich versuche den trotzdem nochmal live mit euch zu coden, weil ich es sinnvoll finde, damit man auch nachvollziehen kann, was da passiert ist. Okay, wir müssen hier erstmal das Ding in eine Liste umwandeln und dann können wir das Ganze nochmal ausführen. Dann kommt das hierbei raus. Und das sagt mir so viel wie, ich kann keine Funktion mit einer, also kann quasi hier diese Funktion nicht vergleichen. Ich möchte aber eigentlich auch nicht vergleichen. Ich möchte auf diese Distances, möchte ich mein Lambda gerne anwenden. Und da habe ich natürlich hier was vergessen. Ich muss natürlich hier schreiben, Key ist gleich. Und dann habe ich hier Folgendes rausbekommen, nämlich einfach nur J. Das ist natürlich nicht korrekt, was einfach nur an meiner eigenen Dummheit liegt, weil ich aus Versehen hier vergessen habe, das Ganze natürlich eins weiter rauszurücken. Das kann bei Python durchaus leider mal passieren. Wir wollen natürlich erstmal den kompletten Baum aufbauen, also nach Dijkstra aufbauen und dann wollen wir backtracken. Ja? Wir wollen nicht den Backtrack-Vorgang starten, nachdem wir das bloß für einen Knoten hier gemacht haben. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann bekommen wir hier A, C, G, J raus, was, wenn ich ganz kurz nochmal zurückgehen darf auf mein Bild, das ich geklaut habe aus dem letzten Video, genau das ist, was wir hier machen. Das heißt, wir haben hier A, C, G, J. Das war auch das Ergebnis, was wir letztes Mal von Hand rausbekommen haben. Und wir können jetzt natürlich auch noch sagen, hey, wir wollen jetzt nicht zu J, sondern wir wollen zu I. Dann bekommen wir eben A, C, G, F, I raus und so weiter und so fort. Und ja, hier bekommen wir dann eben unseren Dijkstra-Algorithmus raus. So. Und das ist einfach wundervoll. Ich finde, das ist immer eine super schöne Übung. Ich hoffe, es hat euch auch soweit gefallen. War ein langes Video, aber ich glaube, das war es absolut wert. Und ich hoffe, ihr konntet das auch nachvollziehen. Versucht mal euren Graphen mit Dijkstra zu entschlüsseln sozusagen, wohin ihr welchen Weg habt. Versucht auch mal wirklich große, richtig große Graphen zu machen oder baut vielleicht sogar mal euer Stadtnetzwerk nach. Also zum Beispiel, falls ihr in einer Stadt wohnt, dann nehmt einfach mal verschiedene Haltestationen, fügt die mal in den Graphen ein und nehmt als Kosten die Zeit, die ihr von A nach B braucht und versucht dort einfach dann mal zu sagen, was ihr danach machen wollt oder was ihr im Endeffekt braucht. Ja, viel Spaß beim Modellieren, viel Spaß beim Auswerten und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.